Hier seht ihr den dritten Teil unserer Tadschikistan-Reihe. Im ersten fuhren wir im Norden zum Seven Lakes Tal, zum Artuch Camp und Istarafshan und im zweiten dann über den Anso-Pass zum Iskenderkul bis nach Dushanbe. In diesem Video seht ihr die Nordroute, einen Teil des Pamir Highway. Wie immer in Tadschikistan gibt es atemberaubende Landschaften zu sehen, abenteuerliche Straßen zu fahren und herzliche Menschen zu treffen. Von Dushanbe wollten wir uns auf den Weg machen zum berühmten Pamir Highway. Auf dem Highway-Abschnitt von Dushanbe bis zu der afghanischen Grenze gibt es zwei Varianten. Die Nordroute, etwas kürzer, aber in schlechtem Zustand und geht ziemlich hoch durch die Berge, und die Südroute, vorwiegend asphaltiert und ist leicht befahrbar. Zwischen Reisenden in Dushanbe ist das eins der Hauptgesprächsthemen, welche der beiden Routen man nimmt. Der Haupt-Lkw-Verkehr nimmt natürlich die Südroute und nur einige Einheimische und Abenteurer fahren auf die Nordroute. Deswegen ist dieser Teil der Pamir Highway nicht so bekannt. Der berühmteste Teil der Highway ist dort, wo er über die höchsten Pässe geht. Diesen werden wir im letzten Tadschikistan-Teil zeigen. So, guten Morgen, wir sind gerade in Dushanbe, wir fahren gerade los. Wir warten nur, dass der dritte Motorradfahrer, der jetzt mit uns fährt, auch fertig ist. Welche Route nehmen wir? Von Dushanbe nehmen wir die Nordroute bis Kalaikum und dann weiter um den Pamir. Ja, wie Samu schon sagte, entschieden wir uns für die Nordroute. Im Greenhouse Hostel gingen schlimme Bilder und Erfahrungsberichte voller Schlammschlachten und Stürze um. Keiner wollte mit uns die Nordroute nehmen, außer AJ, der sich uns im letzten Moment noch anschloss. Er ist ein indischer Motorradfahrer aus Deutschland und wir lernten ihn dort kennen. Wir freuten uns darauf, auch mal in Begleitung zu fahren und machten uns auf den Weg. Wir wollten die Nordroute trotz der anderen Erfahrungsberichte probieren und wenn sie zu heftig wäre, könnten wir jederzeit umdrehen. Außerdem waren wir jetzt zu dritt und konnten uns gegenseitig viel helfen. Wir tankten alle voll und fuhren aus Dushanbe raus, Richtung Berge. Obwohl Dushanbe selbst schon bei 1000 Höhenmeter ist, war es sehr heiß und die Straße ging nur langsam hoch. Gerade als wir unsere erste Kaffeepause genossen, fuhren die zwei Schweizer von den Seven Lakes vorbei und wir luden sie auch zum Kaffee ein. Dann fuhren sie vor und wir blieben noch eine Zeit lang an dem schönen Pausenplatz. Anfangs fuhren wir auf einer relativ gut ausgebauten Straße. Wir zweifelten schon, ob wir nicht irgendwo falsch abgebogen sind. Es waren zwar auch einige und später nur noch Offroad-Passagen dabei, aber wir hatten großes Glück mit dem Wetter. Es war schon einige Tage trocken, also blieben wir vom Schlammbad verschont. Wenn man die nördliche Route von Dushanbe nach Kalaikum fährt, sind es 360 Kilometer und auf der mehr befahrenen Südroute 420. Trotzdem dauert es auf der Nordroute deutlich länger. Der Pamir Highway ist ein Teilstück der Fernstraße M41 und es ist die Hauptverkehrsstraße des Pamir-Gebirges in Zentralasien. Sie ist die einzige Verbindungsstraße durch die osttadschikische Region Berg-Badakhshan und nach dem Karakorum Highway die zweithöchstgelegene befestigte Fernstraße der Welt. Der Pamir Highway verbindet über eine Entfernung von 1252 Kilometer die kirgisische Stadt Osch mit der tadschikischen Hauptstadt Dushanbe. Sie wurde von den Sowjets gebaut und hat die Region in vielen Hinsichten verändert. Am nächsten Nachmittag trafen wir wieder die Schweizer, die eigentlich schon viel weiter oben sein wollten. Sie wollten gerade runter auf einen wunderschönen Platz mit Aussicht zum Übernachten fahren. Sie boten uns an, mit ihnen den schönen Ausblick zu genießen, zusammen Abend zu essen und dann unter dem schönen Sternenhimmel Tadschikistans zu übernachten.
Der Platz war sehr schön, die Abfahrt aber etwas steil, grob und lose. Es war ein herrlicher Abend mit tollen Menschen. Sowas macht eine Reise unvergesslich. Falls euch übrigens die Reise von Dagmar und Tobi mit ihrem Landcruiser interessiert, haben wir ihre Seite in der Info verlinkt. Das reichhaltige Frühstück war dann dringend nötig, um die steile und lose Auffahrt zu meistern. Für den Landcruiser war es kein Problem. Wir hatten da schon etwas mehr Morgensport vor uns. Man muss ja schließlich auch fit bleiben. Ui. Auf der rechten Seite ist besser. Da in die Seite? Auf der rechten Seite, da habe ich die großen Steine weggemacht. Warte kurz, da ist der große Stein. So. Tadschikistan war, wie gesagt, für uns ein absolutes Highlight und außerdem sogar eines der günstigsten Länder, die wir bereisten. Ein Liter Sprit kostete zwischen 70 und 80 Cent und mit Ölwechsel und mit der Zollverlängerung brauchten wir zusammen nur um die 30 Euro pro Tag. Die Straße war nicht mehr so gut und wir zweifelten nicht mehr, ob wir auf der richtigen Route sind. An den großen Pfützen konnte man erkennen, dass es vor ein paar Tagen kräftig geregnet hatte. Jetzt konnten wir verstehen, wo die Bilder von der Schlammschlacht entstanden sind. Zum Glück war es bereits seit einigen Tagen sonnig, sodass wir auf ein ausgiebiges Schlammbad verzichten konnten. Ein riesiger Schlamm- und Erdrutsch lag vor uns, wahrscheinlich von einem heftigen Gewitter in den Bergen ausgelöst. Wir würden euch übrigens allgemein empfehlen, auf Reisen Wetternavigation zu betreiben, also in die Richtung zu fahren, wo das Wetter schön ist, oder sehr schlechtes Wetter auszusitzen. So kann man die Fahrt deutlich mehr genießen als im Dauerregen ohne Aussicht oder mit schweren Straßenverhältnissen. An einer Kreuzung gab es einen Checkpoint. Dort mussten wir zum ersten Mal unsere G-Bao-Permits herzeigen. Diese muss man bei der Visa-Beantragung schon mitbeantragen und sie werden dann auf den Visum vermerkt. Dieses Permit braucht man für die Region Gorno-Badakhshan, eine autonome Republik innerhalb Tadschikistan. Wenn ihr den Pamir Highway oder Wakhan Valley fahren möchtet, braucht ihr das definitiv. Die Visa mit dem Permit kostet um die $70. Solche Checkpoints gibt es viele in Pamir. Die machen aber keinen Stress und vermerken einfach die Daten in einem Heft.
fall be with fool, lock you them I'm soul. Nach dem Checkpoint ging die Straße langsam hoch und wurde sehr eng und schlecht. Wir fuhren immer wieder durch Wasser, weil es keine Brücken gab oder weil sie eingestürzt waren. An vielen Stellen war die Straße nur provisorisch angelegt, bis zum nächsten Erdrutsch. Sogar Brücken aus Holzbalken wurden mehr oder weniger provisorisch errichtet. An einer Stelle war ein größer Teil der Straße weggespült worden. Dort haben sie auf einen Berghang die Straße, die sehr eng und sehr steil war, neu angelegt. Full with around the suit, I'm so. Hallo, full be with full. Lock you them, I'm so. Machoshenach gist, I'm moshayo. Verot lak verot fam. Zeriot lak chodot fam. Dort gech fachre as das, te zerio. Verot lak verot fam. זריות לקחותות פה, דוד כיף אחרי הסדס דזריות. חובות שסרנתו יתאמסו, מור למויתו לא נג'יד מי, ימסול נג'ת הרנג שמו. Jatmon bitte follow me. Hallo voll be with full. Lock it them I'm so. Weiter ging es auf eine sehr schöne Passstraße durch grüne Berglandschaft. Oben auf der Passhöhe gab es einige Schneefelder. Die Aussicht war gigantisch und es war angenehm frisch. Dort haben wir schon wieder die Schweizer getroffen. Für uns war es aber Zeit für eine Mittagspause. Dar borom so trave It mi micha borem dave It moya tot oresh ksale Borem lebacht nach vet chode Arto dar borom so trave. Nach der Pause ging es wieder weiter. Die Bergwiesen waren saftig grün und wir haben einige Sommerlager der Viehzüchter gesehen und Kühe gab es überall. Zu diesem Pass müssen wir noch sagen, dass der Kaburabot heißt und über 3200 Meter hoch ist. Dessen Abfahrt, den wir gerade zeigen, gehört laut der Webseite dangerousroads.org zu den gefährlichsten Straßen der Welt. Das war uns damals aber gar nicht bewusst. Die Straße ist aber wirklich spektakulär. Wir hatten perfekten Sicht- und Wetterverhältnissen. Man braucht sich aber gar nicht vorstellen, wie es dort ist, wenn ein Gewitter kommt oder es dunkel und neblig ist. Da ist kein Platz für Fehler. Oz maste sam volbol jeno Borne macht nach vet khode Shirinat nam bore No zanin del bar khode
Osqalandarni mikhaban Arto dargoyom vorave Osqalandarni mikhaban Arto dargoyom vorave Weiter unten war es nicht mehr so steil und eng, aber trotzdem sehr schön, und man muss wieder durch einen Checkpoint durch. Danach geht die Straße an einen wilden Fluss entlang, der wegen der krassen Gefällen mit unglaublicher Geschwindigkeit runterfließt. Die Geräusche, die die Wassermassen machen, sind unglaublich laut. Manchmal höre ich mein Moped nicht mehr. Wenn dort ein Gewitter kommt, der Verlauf der Straße ging entlang des Flusses, durch einige kleine Dörfer, natürlich mit vielen Kindern. Wir kamen am Abend in Kalaikum an, wo sich die Nord- und Südroute der Pamir Highway an die afghanische Grenze wieder treffen. Für einen Moment war uns gar nicht bewusst, dass wir schon rüber nach Afghanistan geguckt haben. In dem Ort wollten wir noch einkaufen und dann außerhalb einen Platz zum Zelten suchen. An diesem Abend lernten wir Oliver kennen. Er fuhr zufällig an uns vorbei, als wir mit Einkaufen beschäftigt waren. Doch lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. Mitten im Ort standen dann diese 3 Motorradfahrer. Da drehte ich rum, einfach um mich mit ihnen zu unterhalten. Sie fragten, ob ich nicht auch mit ihnen campen wollte. Da habe ich überlegt, wann ich das letzte Mal gecampt habe, und habe mich entschieden, ja zu sagen. Es hieß, wir kaufen noch ein Bier und dann geht's raus aus dem Ort. Allerdings ist der Campground, den sie im Auge hatten, aus der Alp Overlander nicht gerade ganz der Geschmack der Gruppe. Zu gut einsehbar. Wir diskutieren noch, als es anfängt zu regnen. Und dann fällt natürlich die Entscheidung, doch ein Hostel zu nehmen. Also ging es zurück, und da es so stark geregnet hat, stellten wir uns kurz unter. Susi übernahm dann die Verhandlungen, und so landen wir im Roma Homestay. Am nächsten Morgen entscheide ich mich weiter mit der Truppe den Weg zum Pamir zu nehmen, und dabei fragt mich Samu und Susi, ob ich nicht Lust habe, das Batang Valley mit ihnen gemeinsam zu fahren. Naja, no plan is a good plan, aber das steht gar nicht auf meiner Bucketliste. Und da es doch immer wieder heißt, dass es sehr schwer befahrbar wäre, sage ich, okay, auf einen Versuch kommt's an, oder? Über Olivers Zusage freuten wir uns sehr, weil wir das Batang Valley nicht allein fahren wollten. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass wir mehr als 5 Wochen zusammenfahren würden. Wie ihr im nächsten Video sehen werdet, haben wir mit Oliver den perfekten Reisepartner gefunden. Am nächsten Tag ging es zu 4 weiter. Wir 2 mit unseren Husqvarnas, Oliver mit der GS Adventure und AJ mit der Africa Twin. Es ging auf den Pamir Highway, der jetzt direkt an der afghanischen Grenze entlang führt. Wir hatten einen 170 Kilometer langen Abschnitt geplant zu fahren, nämlich von Kalaikum bis nach Rushan, wo die Abzweigung zum Batang Valley ist. Die Straße war sehr schlecht, staubig, Schlaglöcher, und es war auch noch sehr heiß. Der Fluss, an dem wir entlangfahren, ist der Panj. Der bildet die Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan und gleichzeitig die Grenze zwischen dem Pamir-Gebirge und dem Hindukusch.
Als wir die erste Pause machten, trafen wir wieder Reisende aus der Schweiz, diesmal mit einem Sprinter. Die Landschaft ist rau und die Straße ebenso. Der Fluss hat eine ähnliche Farbe wie die Berghänge. Die Straße muss ständig repariert und instand gesetzt werden, denn eine Alternativroute gibt es nicht. Das Gleiche gilt auf der afghanischen Seite und wir konnten beobachten, wie die gerade versucht haben, einen riesigen Brocken von der Straße wegzuschieben. Die Frage, ob es gefährlich sei, hier hinzureisen, haben wir für uns bereits im letzten Video verneint. Wir fühlten uns sehr sicher in dem Land, aber gerade erst das Jahr vor unserer Reise, also 2018, wo Samu mit dem gebrochenen Bein im Iran war, wurden Radreisende in Tadschikistan getötet. Die 4 Radler waren auf der Südroute unterwegs und wurden von 5 Anhängern des IS, die mit einem Auto in hoher Geschwindigkeit in sie reinfuhren, getötet. Vor knapp einem Jahr, also im November 2019, schlug der IS nochmal an einem Grenzposten zu Usbekistan zu, wo 17 Menschen starben. Laut Auswärtigem Amt ist das Risiko terroristischer Anschläge weiterhin gering, sie können aber nicht ausgeschlossen werden. Leider ist Terrorismus ein globales Phänomen, das sich nicht auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region lokalisieren lässt. Wir fühlten uns sehr sicher in dem Land und empfanden die Tadschiken als sehr offene, herzliche und friedliebende Menschen. Auch die Regierung verurteilt jegliche Gewalt, vor allem gegen Touristen, und setzt sich sehr für die Sicherheit der Reisenden ein. Es gibt mehr militärische Checkpoints und Polizeikontrollen. Als Tourist bleibt man jedoch von ausgiebigen Kontrollen verschont und Korruption in Bezug auf Tourismus wird sehr stark bekämpft. Als ein schwerwiegender Fall von Korruption vor einigen Jahren von Motorradfahrern gefilmt und veröffentlicht wurde, löste das eine Empörungswelle in den Medien aus und führte schließlich zur Entlassung der betroffenen Polizisten. Wir selbst wurden kein einziges Mal angehalten oder kontrolliert und die Polizisten und Soldaten waren immer freundlich und hilfsbereit. Schauen wir mal, was Oliver zum Thema Sicherheit sagen kann. Vielleicht hat er ja eine andere Meinung. Bei Namen wie Tadschikistan, Kirgisistan und Kasachstan bekommt der ein oder andere schon komische Gefühle. Als Reisender hat man allerdings viele Geschichten gehört und gelesen und manche waren natürlich auch zeitnah und direkt während der jeweiligen Reise. Gewappnet mit Kopien der eigenen Dokumente kann man den von Susi und Samuel genannten Punkten vorbereitet entgegensehen. Wie aber sieht es eigentlich dann mit Anschlägen wie zum Beispiel in 2018 auf die 5 Fahrradfahrer in Tadschikistan geschehen aus? Ich bin der Meinung, man kann nur hoffen, dass man wach genug ist und solche Momente irgendwie erahnt. Aber sind wir ehrlich, das kann uns zu Hause auch passieren. Der Weg am Fluss entlang ist wirklich spektakulär. Manchmal führt der Weg direkt am Wasser entlang und links ist die steile Felswand. Manchmal fährt man etwas höher oder man muss durch große Sandfelder. Da fahren auch einige LKWs. Es ist bestimmt kein Spaß für sie, wenn sie sich genau an solchen Stellen treffen. Wir haben oft angehalten und uns gegenseitig gefilmt, denn die Kulisse war einmalig.
Abends kamen wir in Roshan an und fanden ein Gasthaus bei Einheimischen, natürlich mit Abendessen und Frühstück. Da das Gasthaus nicht zu übersehen war, kamen abends noch 2 Fahrradfahrer, die 2 Schweizer mit dem Sprinter und Pino, ein italienischer Motorradfahrer und Freund von AJ. Wir bekamen leckeren Plov und konnten gut schlafen, denn am nächsten Tag sollte es endlich ins berühmte Bartang Valley gehen. Im nächsten Video geht es um Bartang, ein sehr abgeschiedenes Tal im Pamir-Gebirge. Wir waren 3 Tage in diesem einsamen Tal unterwegs. Was wir dort gesehen haben und was wir alles erlebt haben, werdet ihr im nächsten Video sehen. Wir freuen uns auf die Bartang-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, denn das motiviert uns, weitere interessante Videos zu machen. Bleibt auf jeden Fall dabei, um die weiteren Folgen nicht zu verpassen. Из village все равно. И много туристов здесь. Да. И из какой страны? Ну, разный будет. Вот после вчера был у нас Москва был. Из Москвы? Да. На мотоцикле? Не. Вот только пешком. От мотоцикла тоже был. От Да? Москвы, да. 4 человека них уже уехал. А после них был пешком. От Москвы тоже. Под Москва. Вау. Под Москву. Под Москва здесь пешком? Да. Во, Но Шамбей. самолетки. От Душанбе Детям пешком. Они уже тоже на Каракол, потом Молдав. Так уже они ездят. Еще был на великом.